Nachdem unter anderem unser Research im April 2021 der Luftfahrtbranche einen Passagierrückgang von 66% im Jahr 2020 bescheinigte, sowie eine Erholung auf das Vorkrisenniveau erst für das Jahr 2025 in Aussicht stellte, hat sich der Markt glücklicherweise besser entwickelt. Und wir stehen gemäß des Branchenverbandes IATA im August 2023 global bereits wieder bei 95% des Vor-Covid-Niveaus. Auch die Ertragssituation der Airlines hat sich verbessert. So war die Branche zwar insgesamt in 2022 aufgrund der längeren Lockdowns in Asien, vor allem in China, noch negativ. Die Regionen Mittlerer Osten, Nordamerika und Europa konnten aber bereits trotz des Ausbruchs des Ukraine-Krieges wieder in die Gewinnzone fliegen. Für 2023 wird nun erstmals seit 2019 auch global wieder ein Ertrag erwartet. Dies soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Branche global mit ca. 215 Milliarden US-Dollar von Regierungen unterstützt wurde und ein Großteil der Rückzahlungen noch ausstehen. Das ist eine gute Frage, die auch die Airlines und viele andere Player in der Wertschöpfungskette Luftverkehr so nicht erwartet hatten. Am besten konnte man das ja im Sommer 2022 an zahlreichen Flughäfen durch frustrierte Reisende beobachten. Die Branche hat rückblickend während Covid zu viele Kapazitäten abgebaut. Von vielen Marktbeobachtern wird die starke Nachfrage auf die sogenannte Pent-up Demand zurückgeführt. Während Covid hat sich bei den Konsumenten zum einen das Reisebudget als auch die Reisesehnsucht aufgestaut und dann wurden Reisen im persönlichen Budget trotz des aktuellen Umfelds der Inflation und des Klimawandels priorisiert. Zuerst sind sämtliche Marktteilnehmer dabei, Kapazitäten auszuweiten, um die weiterhin starke Nachfrage bedienen zu können. Dabei würden Airlines gerne ihre alternden Flotten auf den neuesten Stand der Technologie bringen, können das aber aufgrund von Lieferengpässen und immer noch vorhandenen technischen Problemen, vor allem bei den Triebwerksherstellern, nicht so schnell tun. Sämtliche Flugzeugtypen für kommerzielle Airlines, vom Turboprop bis zum Langstreckenflieger, sind über Jahre hinweg ausverkauft, weshalb aktuell auch zahlreiche ältere Maschinen reaktiviert werden. Zusätzlich erhöht sich die Kostenbasis für Airlines weiter durch höhere Löhne, höhere Zinsen, höhere Leaseraten und einem starken US-Dollar. Wenn wir nun das Thema Nachhaltigkeit näher beleuchten, gibt es ebenfalls verschiedene Initiativen, die CO2 reduzieren, die Kostenbasis jedoch erhöhen werden. In Europa werden die an Airlines frei zugeteilten CO2-Emissionsrechte bis 2026 komplett abgeschafft. Auch hat die EU verbindliche Quoten zur Beimischung von SAF, sogenanntem Sustainable Aviation Fuel, erlassen. Diese sollen sich bereits ab 2025 von aktuell ca. 0,5% auf 2% vervierfachen, 2030 auf 6% und bis 2050 schließlich auf 70%. Kurz- bis mittelfristig werden wir also sehr wahrscheinlich höhere Ticketpreise sehen. Und es bleibt abzuwarten, wie stark sich diese auf die Nachfrage auswirken werden. Parallel dazu gibt es eine Vielzahl von Startups und Projekten, die an Hybrid- und Wasserstoffflugzeugen bzw. Umbaukits für existierende Modelle arbeiten und forschen, die alle mit den anderen Maßnahmen zusammen auf das große Ziel des klimaneutralen Flugverkehrs bis 2050 hinarbeiten. Wir in der Bayern LB unterstützen dabei unsere Kunden mit verschiedensten Ansätzen. Angefangen von der Flottenmodernisierung für Airlines und Leasinggesellschaften bis hin zur Finanzierung der Hersteller, Flughäfen, Zulieferer und Wartungsbetriebe sowie von SAF-Projekten. Durch unser Engagement im Verband Impact versuchen wir darüber hinaus, mit an den nachhaltigen Flugzeugfinanzierungsstandards der Zukunft zu arbeiten.